Just let it flow. Ba-da-ba-ba. No better place to stay. Just let it flow. Ba-da-ba-ba. Life's too short to stay in bed, so open up your mind. Just let it flow. Ba-da-ba-ba. And the world is yours for a day. Just let it flow. Ba-da-ba-ba. And after all these fears, just let it flow. Iris Näwig macht einen entspannten Spaziergang durch die Züricher Innenstadt. Die 56-Jährige genießt diese Momente, denn sie sind für sie nicht selbstverständlich. Jahrelang leidet sie unter starken Knieschmerzen, bis sie es eines Tages kaum noch aushalten kann. Ich konnte mit meinem Mann nicht mehr spazieren gehen, ich konnte nicht mehr mit meinen Freunden wandern gehen, ich konnte nicht mehr durch die Stadt bummeln. Da ist man richtig vom sozialen Leben auch ausgeschlossen. So wie Iris Näwig geht es vielen Menschen. Die promovierte Naturwissenschaftlerin geht von Arzt zu Arzt, aber so richtig helfen kann ihr niemand. Nachdem ihr auch eine herkömmliche Physiotherapie kaum Linderung bringt, raten ihr die Ärzte zur Operation. Doch Iris Näwig ist skeptisch. Also ein Freund von mir, der hat das machen lassen und hat gesagt, nach der Operation immer noch Schmerzen. Also das kam für mich nicht in Frage. Ich habe dann gedacht, es muss irgendwas geben. Und habe recherchiert, bis ich irgendwann auf diese Schweizer Kibun-Seite gekommen bin. Die Schweizer Firma Kibun stellt Schuhe mit elastisch federndem Sohlenmaterial her, die die Schrittkräfte abdämpfen sollen. Denn jeder Schritt bedeutet Belastung für die Gelenke. Kann das richtige Schuhwerk uns dabei helfen, Schmerzen in Knie oder Rücken zu mindern oder sogar vermeiden? Wir besuchen die Berit Sportklinik in der Schweizer Gemeinde Speicher und treffen dort den Experten Dr. Hans-Peter Betschart. Er kennt sich mit besonders großen Belastungen aus, betreut unter anderem auch die besten Sportler der Schweiz bei den Olympischen Spielen, dem größten Sportereignis der Welt. Seine Einschätzung? Die Füße tragen uns durch das ganze Leben. Das sind das Glied, das am untersten am Körper ankommt und uns ständig trägt. Und die Untergründe werden immer härter im Vergleich zu früher. Es ist eigentlich alles asphaltiert und dadurch ist die Belastung auf die Füße relativ groß. Eine der Volkskrankheiten Nummer 1 sind die Abnutzungsproblematiken, sei es im Knie, sei es in der Hüfte, aber auch im Rücken. Und welche Rolle spielt dabei das Schuhwerk? Oder anders gefragt, wie sehr können die richtigen Schuhe helfen, wenn die schmerzhaften Beschwerden teils schon seit vielen Jahren bestehen? Wenn das Ziel des Schuhs ist, die Fußmuskulatur zu trainieren, dann darf uns der Schuh nicht zu viel passive Stabilität vorgeben, wo wir fix im Schuh sind, sondern der Schuh muss nachgeben und unser ganzer Haltungsapparat in ein aktives Gangbild umwandeln, damit wir die Fußmuskulatur, aber auch die Beinmuskulatur und der ganze Haltungsapparat trainieren. Hier im schweizerischen Ort Sennwald werden genau solche Schuhe hergestellt. Seit 1996 hat sich die Firma Kibun der Fertigung von Hightech-Schuhen verschrieben, die bei verschiedensten Beschwerden helfen können. Ob Rücken-, Hüft- oder Knieschmerzen, bei über 50 Diagnosen haben diese Schuhe Linderung verschafft oder die Beschwerden sogar beseitigt. Karl Müller Senior ist der Erfinder der sogenannten Luftkissentechnologie und Gründer der Kibun AG. Er erklärt uns die grundlegende Wirkweise seiner federnden Schuhe. Diese Sohle ist relativ dick. Man sinkt da mit den Fersen, mit dem ganzen Fuß, sinkt man in dieses dicke Material ein, das sehr, sehr weich ist. Wie bei einem Trampolin federt das elastisch zurück und macht eigentlich genau das, was das Reisfeld mit dem Fuß tut: einsinken, zurückfedern. Mit Reisfeldern meint Herr Müller Senior die Anbauplantagen in Südkorea. Während eines längeren Auslandsaufenthalts dort in den 90er Jahren erlebte der Unternehmer, wie wohltuend es ist, auf dem elastisch federnden Lehmboden der Reisfelder zu gehen. Zurück in der Heimat macht sich der Ingenieur daran, diese Böden mit einer neuen Schuhtechnik zu simulieren und damit für jedermann erlebbar zu machen. Das ist bis heute das Grundprinzip der Produktion. Die Schwierigkeit war, dass das Material extrem weich sein muss, weil die Ferse muss ja ganz tief einsinken in die Sohle und andererseits zurückfedern. Und das widerspricht sich in der Physik, dass etwas weich ist und gleichzeitig
sehr stark zurückfedert. Und da das Optimum zu finden, war die Herausforderung. Während die Mitarbeiter den Oberschuh noch größtenteils präzise und sorgfältig per Hand anfertigen, übernimmt das bei der Sohle eine Maschine. Dieser Roboter hinter mir, noch mit einem anderen Roboter zusammen, der modelliert diese Sohle vollautomatisch. Und zwar unten ist das ganz hart, das darf auch nicht abnützen. Innen extrem weich, vielleicht ein bisschen ähnlich, so wie ein 3D-Drucker modelliert die Sohle. Ein auf Wasser basierter Klebstoff und eine Presse vereinen beides miteinander. Via Onlineshop und Fachhändler weltweit gehen die Schuhe raus an die Kunden. Wer die Kibun-Modelle lieber vor Ort testen möchte, der kann jederzeit eine der zahlreichen Filialen besuchen, wie den Flagship Store in der Züricher Innenstadt. Aufgrund ihrer muskelaufbauenden Eigenschaften findet die Luftkissentechnologie nicht nur Anwendung in Schuhen, sondern auch in Matten. Der Schweizer Fußballverein FC St. Gallen hat das Potenzial der Matten erkannt und setzt sie zur Rehabilitation ein. Die federnden Unterlagen sollen verletzte Profispieler dabei unterstützen, möglichst schnell wieder fit zu werden. Simon Storm, leitender Physiotherapeut des Vereins, klärt uns über die Wirkweise der Matten auf. Durch diese weichen Matten muss der Fuß, also die feine Fußmuskulatur, muss ständig arbeiten und das gibt dann halt auf der anderen Seite auch diese stabilisierende Wirkung, aber auf der anderen Seite gibt es auch diese Entspannung für den Fuß. Ein erstaunliches Wirkprinzip, das sowohl als Schuh als auch als Matte bedenkenlos von jedem ausprobiert und genutzt werden kann. Die Spieler gehen super gern auf die Matten, weil es einfach dieses angenehme, weiche Gefühl ist. Wir arbeiten sehr viel in der Rehabilitation drauf und die Spieler können früher schon Übungen machen wie auf dem harten Boden. Zurück zu Karl Müller Senior in die Produktion. Der Schuhpionier ist von seiner Technologie überzeugt. Sein Motto: Kibun statt OP. Unser Hauptziel mit diesen Schuhen ist Gesundheit. Und zwar bin ich überzeugt aus Zehntausenden von Rückmeldungen und auch aus meinen eigenen Erfahrungen, dass man die allermeisten Operationen vermeiden könnte. Bei Iris Nävig hat's geklappt. Sie haben die Schuhe vor einer Operation bewahrt und ihr gleichzeitig neue Lebensqualität geschenkt. Ja, also bin ich dann bei Kibun geblieben, habe fleißig weiter trainiert. Es ist ja schon ein Training. Man merkt es immer, wenn man es mal eine Weile nicht trägt und dann wieder trägt, fängt es wieder von vorn an. Also es ist wirklich ein Trainingsschuh und der hat mir geholfen, bis heute. Schmerzfreies Gehen und Stehen sollte für alle Menschen im Alltag möglich sein. Leicht federnd scheint es deutlich leichter zu gehen. Vielleicht sogar so leicht wie in den Reisfeldern Südkoreas.